having this feeling of writing something down about the painting that I was sketching. So I was thinking of something, but I didn't need to think. I was just writing effortlessly. And when I started writing and I showed it to my mom, she's just, what is these words coming from? And I said, it's from God. Then I used to go to school at that time, so I showed it to my art class. It's like show and tell, and all the students were like this, oh my gosh, did you write that? And I thought everybody could write the same thing as I. But when I started getting a little older, I understood that God gave me this gift to share with others, to teach others what He gave me. The day I was born, I met myself. The day I was born, I met my young mother. The day I was born, I met Christ sleeping in my cradle. Es sind keine Indigo-Kinder, keine Kristall- oder Regenbogenkinder, sondern Kinder von heute. Wenn man zu kategorisieren beginnt, klebt man ihnen Etiketten auf. We're a society that loves labels. Unsere Gesellschaft liebt Etiketten. Die Menschen mögen Schubladen und stellen gern alles an seinen kleinen, idealen Platz. Aber wenn man darauf besteht, dass es besondere Phänomene wie Indigo- oder Kristallkinder gibt, dann vergisst man, dass wir alle besondere Gaben haben, dass jeder Mensch auf diesem Planeten etwas Besonderes ist. They're all gifted. We're all gifted. We all have something special. Ich möchte am liebsten gar keine Terminologie, kein Etikett und möglichst wenig Worte dafür verwenden, auch wenn Bezeichnungen in dieser Welt so wichtig sind. Höchstens das Wort entwickelt. Diese Kinder haben eine andere Entwicklung als andere Individuen durchgemacht. Say you're an indigo. And somebody comes up to you and asks you a question of something, say it's your mom or dad, they come up to you, ask you something, or your friends or anything, they come up and ask you something about their life that you don't know about, and you could tell them what it was and how it happened and everything like that. And then they just look at you and say, "You're freaky," or something like that. Zugegeben, es gibt Kinder, die etwas Besonderes sind. Aber ich habe bis jetzt noch keins getroffen, das nicht die Fähigkeit hätte, etwas Besonderes zu werden. Ich möchte gern glauben, dass unsere ganze Gesellschaft, unsere ganze Welt sich zusammen weiterentwickelt. Der eine vielleicht schneller, der andere langsamer, aber gemeinsam, als menschliche Wesen. Bei der Etikettierung von Indigo-Kindern besteht die Gefahr, dass wir den Etiketten glauben und einer authentischen Erfahrung ausweichen. Oder wir passen ein Ereignis unserer vorgefassten Meinung an, damit es zu der Vorstellung passt, die das Etikett suggeriert. Putting the label indigo, on somebody kind of is almost, or was for me, almost intimidating to live up to. Because, you hear all this stuff like, wow, so if I'm indigo, does that mean I can never wake up and have a bad morning? Does that mean I can never, never get into a bad mood? So I think the label might be a little limiting sometimes, but once I realize, wait a second, we're just kids who want to make the world a better place. One day we will do away with the labels. Eines Tages werden wir die Etiketten abschaffen und sie einfach Kinder nennen. Aber momentan ist es wichtig, solche Kategorien zu haben. Denn wenn wir sie nicht etikettieren, tun es andere. Das geschieht ohnehin schon. Sie werden zum Beispiel legasthenisch, autistisch, problematisch genannt. Oder als ADHD-Fall, als aufmerksamkeitsgestört diagnostiziert. Wenn wir für Indigos keine Etikettierung finden, tut es der vorherrschende Teil der Gesellschaft. Mainstream society will. When Joshua was about 3, we just arrived in New Zealand and we were. Als Joshua etwa 3 war, fuhren wir in unserer neuen Heimat Neuseeland umher.
Einmal suchten wir einen Strand, um dort Steine übers Wasser hüpfen zu lassen oder irgendwas zu spielen. Joshi war ziemlich in sich gekehrt und plötzlich, aus heiterem Himmel, sagte er, »Dad, wer ist Michelangelo?« Ich stutzte einen Moment und antwortete ihm, das war ein Künstler. Er überlegte einen Moment, dann sagte er, ja, er hat den Himmel gemalt, nicht wahr? Ich dachte einen Augenblick nach und antwortete, ja, in großen Kirchen. Und fügte hinzu, warum? Hast du ihn gekannt? Er sagte, ja, ich kannte ihn. Er war ein guter Mann. Das weckte mein Interesse natürlich noch mehr und ich bat, erzähl mir mehr darüber, Joshi. Aber er meinte nur, Dad, das war doch schon vor so langer Zeit. Und das war das Ende der Unterhaltung. Es hat schon immer sogenannte Indigo-Kinder gegeben. Das Einzige, was jetzt anders ist, ist, dass im Moment einfach sehr, sehr viele erleuchtete Kinder geboren werden. So zahlreich wie jetzt sind Indigos wahrscheinlich zuletzt im 12., 13. Jahrhundert auf unserem Planeten erschienen. Damals waren sie Gnostiker, Katharer und heterodoxe Christen, also Ketzer. Einige frühe Beispiele sind Jeanne d'Arc und Bernadette Soubirous, bekannt als die heilige Bernadette. Das waren willensstarke junge Leute, die die Welt veränderten. Sie sind auch unglaublich begabt. Manche erinnern sich an ihr Leben vor der Geburt, sogar noch bevor sie in den Uterus gelangten. Ein Mädchen erzählte ihrer Mutter, dass sie beobachtet habe, ehe sie sich für den Bauch ihrer Mutter entschied. Sie beschrieb Dinge, die die Mutter getan hatte, sodass sie wusste, dass ihre Tochter die Wahrheit sprach. Sie wartete auf den richtigen Moment und sagte, ich habe dich gewählt. Ich habe mir ausgesucht, in deinen Bauch zu kommen. And she was waiting for the moment to come in, and she said, I chose you. I chose to come into your tummy. Ich bastelte mit meinen Kindern. Die beiden Ältesten waren am Küchentisch beschäftigt und Malaya saß auf meinem Schoß. Sie sah mir in die Augen und bemerkte plötzlich die Spiegelung. Sie sagte, ich kann mich in deinen Augen sehen. Ich antwortete, ja, Liebling, und ich mich in deinen. Ist das nicht schön? Jeder kann sich im anderen sehen. Lächelnd sagte sie, genauso als ich Oma Marlene war. Ich wollte mehr darüber wissen. Und sie erzählte, ich war sehr krank. Die Ärzte wollten mir noch helfen, aber ich war viel zu krank. Ich starb und mein Körper wurde kälter und kälter und kälter. Als sie das sagte, war solch eine Intensität im Raum. Meine Mutter war nach ihrem Tod 3 Tage auf Eis gelegt worden. Malaya sagte, 2 Männer kamen ins Haus und legten mich in eine Kiste. Was tatsächlich stimmte. Und sie brachten meinen Körper an einen Ort mit einem großen Ofen, wo er verbrannt wurde. Mein Geist flog zu den Engeln. Ich war selber kein Engel, aber ich war bei den Engeln. Und von dort habe ich euch alle beobachtet, sagte sie. Dann war ich ein Baby und jetzt bin ich Malaya. Die Klarheit ihrer Aussage machte ihr Angst. Und ich wusste intuitiv, dass ich dieses Lied singen sollte, obwohl ich das normalerweise nicht mit meinen Kindern singe. So begann ich das Lied He's Got the Whole World in His Hands zu singen. Angelina stimmte auch ein. Und nach wenigen Augenblicken greift Malaya nach meinen Wangen, sieht mir gerade in die Augen und sagt, das war das Lied. That was the song.